Grüßt euch und herzlich willkommen zum 16. Teil zum Bau meiner Spurnrahranlage. In diesem Teil kümmere ich mich um meine Anlagenzufahrt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen.
diesem Teil möchte ich mich da hinten um meine Tunneleinfahrt bzw. meine Anlageneinfahrt kümmern. Und zwar, ihr seht ja schon, das ist aus meiner Sicht hier jetzt nicht so schön, weil man immer auf diese Brücke und die Tür dahinter schaut. Und jetzt habe ich mir, beziehungsweise hat jemand in den Kommentaren schon geschrieben, stell doch da den Wasserturm davor. Und das hat ein MOBA-Kollege von mir schon mal gemeint, sei an dieser Stelle gegrüßt, Christoph. Ich habe das kam irgendwie nicht so für mich in Frage. Und jetzt habe ich mir dazu ein paar Gedanken gemacht. Und jetzt probiere ich das einfach. Ich glaube, dass das ganz cool werden könnte. Und zwar habe ich hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar mache ich das schon mal gleich ein bisschen schmaler, das Ganze. Dann wirkt es nämlich schon mal gleich ganz anders. Das kann ich dann schön reinkleben. Da passen jetzt alle, mein längster Wagen passt da noch gut durch. Und das mache ich jetzt gleich mal als erstes. Als erstes habe ich jetzt die zwei Teile hier schon mal ein bisschen mit Paketband fixiert. Jetzt drehe ich das Ganze um. Jetzt habe ich hier einen Kleber mit so einem Füllstoff. Und das fülle ich jetzt einfach, das mache ich jetzt hier so ein bisschen rein. Und dann kommt der Füllstoff da drauf. So, und dann mache ich nochmal eine Schicht Kleber drüber. So, optisch schön ist es jetzt nicht. Aber das ist von der Seite auch wurscht. Und so schaut das Ganze dann aus. Hier hinten geht es jetzt weiter. Jetzt habe ich mir die Stelle schon markiert, bis wohin ich reinschauen kann. Da muss ich mich allerdings schon über die Anlage lehnen, dass ich bis hierher schaue. Und das werde ich jetzt aber hier trotzdem ausgestalten in einem Streifen. Jetzt mache ich als erstes hier die Bande grün und dann hier unten braun. Dann alter ich mein Gleis und danach geht es weiter mit Schottern. Also ich schotter auch bis hierher. Jetzt habe ich die Rückwand schon grün eingefärbt und als nächstes mache ich das Gleis. Dafür nehme ich mir jetzt hier wieder Sleeper Crime von Railmatch und mache als erstes die Schwellen. Und hier mache ich gleich noch braun. Gut, dann lasse ich es trocknen. Während das jetzt trocknet, mache ich hier schon mal den Zaun weg. Der wird immer kürzer. Der war mal ganz schön lang. Gut. Danach schaue ich mir mal an, wie er stehen soll. Ich habe gedacht, so hier. Ja, das ist zu weit am Gleis. Muss ich schon weiter hier rüber. Muss ich erstmal den Busch wegmachen. Gut, und dann probieren wir es nochmal. So hätte ich den hier gern stehen. Jetzt habe ich den Untergrund für meinen Wasserturm soweit vorbereitet. Jetzt mache ich als nächstes hier hinten, habe ich so eine kleine Begrenzung vorbereitet, weil der Wasserturm abnehmbar sein soll. Da habe ich unten schon den habe ich soweit schon fertig. Da muss ich nur noch einen Potty hinmachen, dass ich das Licht dimmen kann. Und dass ich den abnehmen kann, mache ich jetzt hier so eine Umrandung hin, dass ich dann die richtige Stelle wieder treffe. Gut. Mittlerweile ist das fest und angemalt. Ich habe das jetzt auch wieder braun gemacht, alles quasi als Untergrund. Und jetzt mache ich schon mal gleich die zwei Löcher für meine Magnetstromkupplung. Als nächstes habe ich hier so Magnete, an die habe ich Kabel gelötet. Die versenke ich jetzt hier.
Gut. So, jetzt habe ich alles soweit angeschlossen. Ich habe jetzt schon ein bisschen abgedunkelt hier, dass man gleich sieht, ob es funktioniert. Ich habe noch mal ein bisschen auch korrigieren müssen. Ich habe natürlich wieder, manchmal ist es besser, wenn man das vorher vielleicht mal ausmisst. So, jetzt tut er auf jeden Fall schon. Und als ich ihn gebaut habe, habe ich ihm schon eine Inneneinrichtung verpasst. Ich weiß nicht, ob ich das so machen kann, dass man es sieht. Von hier sieht man es einigermaßen. Da sieht man so ein bisschen das Treppenhaus. Und dann habe ich so zwei so Fallrohre für Wasserzufuhr und Wasserablauf für den Wasserkran gemacht. Als nächstes mache ich wieder Erde hin. Und dann Leim-Wasser-Gemisch, ganz klassisch. Erst ein bisschen Alkohol, dass es besser fließt. So, das gleiche noch hier auf der anderen Seite und dann trocknen lassen. Und hier habe ich jetzt das gleiche gemacht, auch wieder Kleber, Erde, Leimmischung. Dann schwarzes Wasch auf die Schwellen. So, und wieder trocknen lassen. So, das Gleis ist gealtert, die Erde ist überall drauf. Jetzt habe ich hier schon außenrum so ein bisschen das angepasst an das Betriebswerk, dass da so ein bisschen Abstand ist zu dem Gras dann und ja. Und jetzt mache ich hier weiter. Jetzt muss ich schauen, ob ich hier genug Platz habe. Jetzt muss ich das so ein bisschen anpassen an das andere Gleis. Gut, und während das jetzt trocknet, mache ich ganz vorsichtig meinen Waldboden wieder hier. Muss ich schauen, da habe ich nicht mehr viel. Und dann vorsichtig fixieren. Gut, und wieder trocknen lassen. Zwischenzeitlich ist alles schön durchgetrocknet und jetzt kann ich wieder weiter durchstarten. Jetzt wird schön begrast. So, Schicht Nummer 1. Schicht Nummer 2. Da sind wir dabei.
So, jetzt habe ich das soweit hier fertig gemacht, habe nochmal überall Büschel hin und die Bäume sind festgeklebt. Ich habe bei der vorherigen Aufnahme, soweit ich das richtig gesehen habe, Tonprobleme. Und das ist aber jetzt nicht weiter schlimm. Jetzt setzen wir den hier mal rein. Den habe ich ein bisschen mit der Airbrush gealtert. Genau, und so schaut das Ganze jetzt aus. Jetzt kann ich hier schön durchfahren. Jetzt setze ich mal den Hintergrund ein mit der Durchgangsbrücke und dann schauen wir uns das Gesamtbild an. Jetzt habe ich den Hintergrund mal eingesetzt. So schaut das Ganze aus. Da kann man überall noch so ein bisschen durchschauen. Und von hinten schaut es wenig spektakulär aus. Ich habe halt darauf geachtet, dass der Baum hier so ein bisschen übersteht. Und dass sich die Kante, das habe ich noch mal ein bisschen gebogen gemacht, dass das nicht so ins Auge gesticht. Außerdem habe ich die hier mit Olivgrün angemalt. Ja, jetzt setze ich mal die Durchgangsbrücke ein. So, und jetzt habe ich die Durchgangsbrücke drin. Da habe ich auch Bäume und Büsche drauf gemacht. Außerdem habe ich hier hinten noch so einen Rest vom Hintergrund hingeklebt. Genau, und so schaut das Ganze jetzt hier aus. Jetzt gehe ich mal an die Stelle, wo ja, von der ich am weitesten reinschauen kann. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass man dann im Wasserturm so ein bisschen noch durchschauen kann. Das gefällt mir jetzt noch nicht so, da werde ich noch mal ein bisschen nacharbeiten müssen. Aber ansonsten schaut das jetzt schon echt gut aus. Wenn ich jetzt so an die am weitesten entfernteste Stelle gehe hier, da muss man sich schon ein bisschen über die Anlage lehnen, dass man quasi das Ende sieht. Da bin ich jetzt zufrieden mit. Da bin ich jetzt froh, dass ich die Variante gewählt habe. Weil ich glaube, mit einem Tunnelportal wäre das Ganze viel zu gedrungen gewesen. Gut, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ja, super.